30 Folgen. 24 Angler. 4 Gruppen. Was für ein Fight. 3 Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und Hecht und Barsch.de. Hallo liebe YPC-Zuschauer und herzlich willkommen zur 9. Episode des YouTube Predator Cup 2021 und damit zur ersten von 4 Folgen der Gruppe C. Gruppenkopf Dustin Schöne ist nach der Babypause im letzten Jahr zurück und nimmt für seine Marke Nace am Turnier teil. Der Berliner gewann die Erstauflage dieses Turniers in 2018 und kam 2019 bis ins Halbfinale. Wenn man die Zuschauer fragt, ist Dustin der absolute Top-Favorit auf den Titel. Wir sind gespannt, ob er diesen hohen Erwartungen gerecht werden kann. Etwas weniger Druck von Seiten der Zuschauer hat Daniel Andriani, der für das Team von Hecht und Barsch.de startet. Der Mann aus Simbabwe kam 2018 bis ins Halbfinale und hat sich wie bei jedem Turnier natürlich auch diesmal viel vorgenommen. Frédéric Julien gehört bereits seit 3 Jahren zum YPC-Starterfeld und bisher gelang ihm immer der Sprung in die nächste Runde, doch der ganz große Wurf blieb ihm bislang verwehrt. Der Franzose startet für Grundens, einen schwedischen Hersteller für hochwertige Outdoor-Bekleidung. Malte Gatz vertritt wie im letzten Jahr die französische Raubfischmarke Ganki. Der Rostocker schied bei seiner Premierensaison 2020 trotz starker Leistung ganz knapp als Gruppendritter in der Vorrunde aus. Diesmal hofft er auf etwas mehr Spielglück und möchte natürlich unbedingt weiterkommen. Florian Over ist den meisten bisher eher als genialer Produzent von Angelfilmen bekannt. Doch der Mann, der für das Angelmagazin Fisch und Fang antritt, ist nicht nur ein extrem guter Angler, er hat sich durch seine Tätigkeit als Kameramann bei unzähligen Angeldreharbeiten mit den unterschiedlichsten Profis auch eine sehr gute Gewässerkenntnis aneignen können. Mal sehen, ob ihm das bei seiner YPC-Premiere weiterhelfen wird. Komplettiert wird das Feld von einem weiteren YPC-Debütanten. Kein geringerer als der amtierende Perch Pro Champion Evert Oostdam macht diese Gruppe noch schwerer, als sie ohnehin schon ist. Der Niederländer vertritt das schwedische Team Catch with Care und scheint auf das Turnier sehr gut vorbereitet zu sein. Weiterführende Infos zu den 6 Anglern gibt es auf Hecht und Barsch.de in der YPC-Kategorie. Hier findet ihr zu allen Anglern Steckbriefe, Interviews und den Großteil der verwendeten Produkte. Das Los hat entschieden, dass Dustin, Daniel und Evert an Tag 1 in Zone 2 starten. Florian, Fred und Malte fischen zunächst in Zone 4. Los geht's! Guten Morgen Leute, willkommen zum YPC 2021. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Ehrlich gesagt, Training für meine Verhältnisse war ziemlich gut. Ob das ein gutes Zeichen oder nicht ist, weiß ich nicht. Also letztes Jahr habe ich kaum einen Fisch überhaupt gefangen im Training. Und ich sage mal, immerhin ist es halbwegs vernünftig gelaufen. Ich hoffe, ich habe nicht mein ganzes Pulver jetzt am Anfang, vor das Turnier überhaupt losgeht, verschossen. Aber man kann mit ein bisschen Optimismus in die ganze Sache rangehen. Ja, herzlich willkommen zum YPC 2021. Jetzt geht's los. Ich muss sagen, ich bin ziemlich nervös, vor allem deshalb, weil mein Training nicht so gut lief. Ich habe keinen Plan A. Es ist eher ein Plan B, muss ich sagen. Aber wir waren jetzt zu einem Spot, der ganz gut lief. Das ist eigentlich der einzige Spot, der gut lief. Da hatten wir einen Meterhecht, große Zander und einen großen Barsch. Aber der Spot ist sehr klein. Das heißt, wenn es da nicht läuft, müssen wir sofort weg und andere Fische suchen. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg. Nicht ganz so viel Erfolg wie mir. Aber jetzt geht's los und den Zuschauern wünsche ich viele Fische. Good morning, everybody. It's
early morning. We try to fish the early times of today. We are going to zone 2. It's like 1 hour and 30 minutes drive from here. That area is well known by me because I live in that area. Technically I live like 5-6 kilometers from the first spot that we are going to. My game plan for today is at least to catch the 6 fishes to fill up the cart with 1 pike, 1 zander and 1 perch, and then 3 random fish. Since it's really clear weather and warm, my plan is to fish a lot of sheltered areas like bridges. So yeah, that's the game plan for today. Wunderschönen guten Morgen. Es ist bald soweit, der erste Wurf für mich im YPC 2021. Ich habe mir einen Spot ausgesucht an einem langsam fließenden Fluss und will direkt mal mit Topwater starten. Habe hier von Hybrida den W1 montiert. Richtig geiler Stickbait. Und ja, hoffe jetzt hier einen Barsch oder einen Rapfen zu fangen, um die Zusatzpunkte zu sichern. Das ist der Plan. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, die müssen wir aussitzen. Und dann wird der erste Wurf gemacht. Also wir warten hier am Spot. Und der brennt gerade, glaube ich, richtig. Immer wieder sieht man Schwall an der Oberfläche. Ganz, ganz flaches Wasser, wirklich. Da verläuft so eine Packung unter der Oberfläche. Und da stehen die Barsche und Rapfen links, rechts. Ich kann es kaum abwarten, den ersten Wurf zu machen, aber wir müssen noch ein bisschen warten. Ui, da im Flachwasser, guck mal. Siehst du da? Guck mal da, Rückenfloss rausgekommen. Die sind so krass. Wir bleiben jetzt echt mal noch ein bisschen Distanz bis 8. Dann gehen wir, schleichen uns da an. Die sind direkt da vorne. So Leute, Polbrille an. Wichtiges Tool beim Angeln. Im Training hatte ich auch... Ui, da hinten kommt eine schöne Bugwelle. Boah, brennt ey. Da, wieder. Es ist die Frage, es kann sein, dass es auch Brassen sind, aber ich schätze mal, das ist ein schöner Rapfen, der da im Flachwasser schwimmt. Wieder. Auf jeden Fall Polbrille. Im Training auf Twitch spät Nachläufer gehabt, 2 Barsche, so Ende 30, Anfang 40 hinterhergekommen. Und dann habe ich mit Barschbaro, mit dem Jigspinner nachgeangelt und da kam der Fisch auch. Von daher immer dabei haben. Generell gut für die Augen jetzt bei der Sonne. Da schon wieder, das ist 5 Minuten noch. Das trägt sich alles. Moin Leute, Tag 1 YouTube Predator Cup, Gruppe C. Ich bin jetzt am ersten Platz angekommen, es ist kurz vor 8. Wir müssen jetzt noch ein kleines bisschen warten auf den Startschuss. Anfangen werde ich mit einem kleinen Spin-Jig, das ist der Jigger 35 von Ganki. Ich habe im Training damit hier eine Handvoll Barsche gefangen, keine riesigen, ich sag mal so bis 35. Wenn sowas jetzt relativ schnell hier zustande kommt, würde ich mich sehr freuen. Ja, den Platz kennt ihr vielleicht schon von Marc aus dem YPC im letzten Jahr. Einfach mal abwarten, ob hier was geht. Bleibt dran. Bin aufgeregt, jetzt geht's los. Ei, 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 ei. So, gehen wir erstmal auf natürliches Dekor. Der Crank, der hat mir im Training wirklich, eigentlich von den wenigen Fischen, die ich gefangen habe, kamen die meisten auf den Crank. So, das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Messboard und den Kescher. Dann kann es losgehen. Das ist Urban Fishing. Wie gesagt, im Training hatte ich hier einen Meterhecht und 40er Barsche. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Ich mache den ersten Wurf. YouTube Predator Cup 2021. Wünscht mir Glück. First spot of today. My first ever performance on the YouTube Predator Cup. I'm well, not nervous, but excited. In the middle it's like 3-4 meters. On the sides a lot of plants.
and especially the fish will be around the boats. I'm casting with small lures only, and I hope on this spot for pike and also perch. So let's do this. Wir starten einfach her und ja, vielleicht ein bisschen mehr zum Taktik. Also ich fange jetzt auf alle Fälle mit den Poldern an, um ein Hecht zu bekommen. Ich habe letztendlich 3 verschiedene Polderketten, sage ich mal, ausgesucht und denke, bei einer der 3 Polderketten wird auf alle Fälle ein Hecht draufgehen. Wenn nicht, habe ich ein Problem, aber das ist auf jeden Fall der Plan. Hier ist unsere Recurve Multi-Vibe. Das kann man als Chatterbait fischen, aber man kann die auch, wenn man der Extra Vibe dazu tut, also diesen Spinnerbait Arm, die ich einfach raufgeklippt habe, dann kann man die als Spinnerbait führen. Und genauso würde ich die auch fischen. Ja, 8 Uhr, das Handy ist gerade umgesprungen. Zeit für den ersten Wurf. Drückt die Daumen, dass was beißt. So, es ist jetzt Punkt 8 Uhr. Zeit für den ersten Wurf. Bin mega aufgeregt, weil, wie gesagt, wir sehen hier die Fische die ganze Zeit an der Oberfläche steigen. Und ja, die ersten Würfe sind die heißesten. Von daher versuchen wir jetzt hier einzufangen. Ja. Nein! Ich glaube, das war ein Rapfen eher. Das war dumm. Schwall hinterm Köder. Weiter fischen. Da war einer. Oh. Vielleicht erfolgt er noch. Da war auf jeden Fall was. Vielleicht noch ein paar Meter weiterlaufen. Also man kann auch noch mal hier nachfischen, aber wir lassen das mal ein bisschen in Ruhe. Macht natürlich ganz schön Radau, der Köder. Wir laufen jetzt mal bis zu dem Pfeiler da und ich hoffe, dass noch was passiert. Aber es ist natürlich jetzt sehr ärgerlich mit der Aktion da eben. Aber wie gesagt, ich glaube, es war kein großer Fisch. Aber ja, natürlich hätte ich ihn gern gefangen. Bis auf Fred haben alle 5 Angler der Gruppe ihre ersten Würfe gemacht. Flo ist der Erste mit Fischkontakt. Er macht ein paar Meter zu seiner nächsten Stelle. Und auch Dustin muss sich ein wenig umpositionieren, wobei seine Körpergröße nicht unbedingt einen Vorteil darstellt. Es war noch nicht der Hotspot hier. Da muss ich noch gleich richtig durch den Tunnel krabbeln, um den Hotspot zu erreichen. Okay. Ich krabbel jetzt schon mal, weil der erste Hänger da ist. Das nennt man Streetfishing. Hänger ist gelöst, aber jetzt bleibe ich gleich mal hier. Eieiei. Also Spinnenphobie sollte man hier nicht haben. Meine Freundin würde hier auf jeden Fall durchdrehen. Hä? Ach, ich hänge in einer anderen Schnur. Was ist das denn? Okay. So stellt man sich das vor, dass das genau so losgeht. Aua. Ich hätte mir so wie Fliesenleger das Hang so Knieschoner mitnehmen sollen. Aua. Und Julia, hast du sowas schon mal mitgemacht? So, das war ein guter erster Wurf. Jetzt kann es weitergehen. So, ihr könnt mir noch mal Glück wünschen jetzt. Jetzt darf ich endlich angeln.
Okay, so first day of a YouTube Predator Cup show. I'm in zone 4 today. That was a drawing. I expected that because honestly I didn't tell it yesterday during the meeting because everyone was there, but I'm really not confident. Depending on the zone, my strategy was here in zone 4 to go for zander and perch mainly. I don't have much pike, good pike area. So today I hope I can focus on zander and perch and get my paper filled up. I don't have much plan B. I need to succeed today, and if I don't succeed today, tomorrow I will be in trouble because tomorrow it's kind of pike day. So today, follow us and we're gonna go for zander and perch. Now we have a high tide, a moment of the tide that I like because the tide is going down now. So the stream is going to be sustainable for a few hours. And I like the stream to go down because it's bringing from all those shallow places, it's bringing food out. And potentially the peak of activity could be there now. Even if we have no wind and high sun, the water will be a little bit stained and fish could hold on those first plateau behind the edge. So let's start. Yes, fish on. Come on, don't go in the rocks. Don't go in the rocks. Yes. 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 Man. That feels good. It's not so super big, but it's a good size and barely hooked. I use this flanker from Berkeley because they pulse a lot in the stream. I fish in heavy stream and I want a lot of vibration. Let's measure this one. Wet the board. 51 centimeters for my first fish of the day, third cast. Let's hope it's the beginning. Auftakt nach Maß. Obwohl Fred als letzter Angler in diesen Tag gestartet ist, ist er der Erste, der einen Fisch für sich verbuchen kann. Bereits beim dritten Wurf bringt ihm dieser 51er Zander die ersten 66,3 Punkte des Tages, womit er sich natürlich zunächst an die Spitze des Feldes setzt. Was wohl die Topwater-Action bei Florian macht? Was sind 50er Rapfen? Er hat gedreht. Ah, nimm ihn. Nimm ihn. Ah. Ja, Schwal. Hier vorne ist wieder einer. Ich weiß gar nicht, ob das Rapfen sind, ehrlich gesagt. Sieht aus wie so ein Hybrid. Ja, die fressen vom Grund. Ich sehe es, man sieht ihn da mit der Polbrille. So steht er am Grund. Die nehmen da irgendwas auf. Ich weiß natürlich nicht, ob die da auf Stickbait auch beißen wollen. Egal, marschieren wir mal weiter. Lassen wir mal in Ruhe. Nein. Ja, das ging schnell. Der erste Abriss des Tages. Ist natürlich alles vorbereitet für so einen Wettkampf, dass das möglichst schnell geht. Ja, schnell einen neuen Köder ran. Das war gerade ein Whist 125, den ich weggeworfen habe. Jetzt kommt in der gleichen Farbe ein Peps 90, ein 12 Gramm Jigkopf. Das reicht ja nicht völlig aus. Und ja, so einen kleinen Köder natürlich ohne Stinger. This is
a shallow diver from Strike Pro. It's 5 centimeters. And what I'm doing, I just cast around the boats. I do like small casts. You see here the plants. Just after the plants, there should be the perch. And I will cast around the plants, around the boats, and hopefully to find some active perch. It's not long cast, because when you do long cast with a shallow diver in the middle, it's like 3-4 meters. So you only require small length casts, and yeah, searching for a spot with active perch or maybe even pike. Oh, das war ein Biss. Das war hundertprozentig ein Biss. Komm, lass uns direkt zum nächsten. Das hier ist zu viel Kraut hier drin. Der gefällt mir gar nicht. Das hat sehr viel Pflanzen. Fisch. Yes! Nicht der größte. Ich denke, er hat Maß. Und immerhin, das ist schon ein gutes Zeichen. Erster Fisch schon gefangen. Mit dem Multi-Vibe. Richtig nice. So, muss ihn kurz mal messen. So, Stimmi. Nur, dass du siehst. Berührt diese gelbe Linie da. Was ist das? 63. Schön, 63, kleine little Spritze zum Starten, aber vielleicht wird er ganz wichtig, man weiß es ja nie. Richtig froh, ihn erstmal zu haben. Ja Mann, richtig geil, guter Start. Die muss ich ganz kurz melden in der Gruppe und dann weiter geht's. Gar nicht mal so übel. Riesige Leistung, Leute, man weiß es nie. Letztes Jahr, mein Plan war auch in der Polder zu gehen, für die YPC geguckt hat. Letztes Jahr war ich für den zweiten Tag eigentlich, hatte ich den ganzen Tag für Polder, war ich so zuversichtlich. Und dann den ganzen Tag war so tot. Das ist natürlich gut, wenn man relativ früh eine Bestätigung bekommt, dass die Fische da sind und beißen auch. Auch Daniel kann bereits wenige Minuten nach dem Start seinen ersten Fisch in die Wertung einbringen. Der 63er Hecht bringt ihm entsprechend viele Punkte auf sein Scoreboard. Flo zeigt sich davon nicht wahnsinnig überrascht. Daniel und Frederik. Ich weiß, wo Daniel unterwegs ist. Daniel ist am Polder. Da habe ich ihn getroffen. Der hat auch einen Hecht. Ich weiß ganz genau, wo er angelt. Wie gesagt, wir haben uns im Training da getroffen. Und Frederik hier in der Zone, ja, er ist entweder auch hier am Fluss oder an einem anderen Fluss. Ich würde auf den Zander tippen. Habe ich recht? Ja. Aber wie gesagt, mir war klar, wenn Daniel da an die Polder fährt, da hat er im Training ganz gut gefangen. Und da ist natürlich jetzt der Morgen auch die heiße Phase. Und das war klar, dass er da ein paar Fische liefert. Bin gespannt, was Dustin macht heute. Er sagte, er hat gestern im Training gut gefangen in Zone 2. So, die Seite war nichts. Das war im Training leider die bessere Seite. Der Spot ist sehr klein. Nur ein Vogel. Jetzt gehen wir zur anderen Seite und ja, gucken, ob da was geht. Hoffentlich. So, erstmal wieder hier hochkommen. Ja, sportlich muss man schon ein bisschen sein hier beim Streetfischen. Ich habe gerade schon in die Gruppe geschaut. Die ersten Fische wurden gefangen. Nicht so große, aber es erhöht natürlich den Druck. Ich hasse das mit der Gruppe, aber für die Zuschauer natürlich interessant. My audience, 30 Kühe gucken mir beim Stickbait-Angeln zu. Baut noch ein bisschen mehr Druck auf mich auf. Jetzt muss ich liefern für die Kühe. Aber bisher hatte ich nicht das Gefühl, dass hier Barsche am Platz sind. Die... Ja, da. Verpasst.
Oh oh, das war was. Oh, das könnte ein Barsch gewesen sein von Splash her, an der Oberfläche. Vielleicht sind sie jetzt ein bisschen weiter höher gerückt als im Training, die Fische. Oh, ja, Bugwelle kommt. Hat verpasst. Boah! Ja, immer noch dran. Komm, pack zu. Ah! Aber wirklich direkt. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Das sind Barsche. Also, da bin ich mir ziemlich sicher. Die schieben so eine richtige Welle auf den Köder zu. Hast du gesehen, ne? Mal zweimal an der Oberfläche. Aber die haben nicht, also die waren am Köder, aber die haben sich das angeguckt. Ja, komm wieder her. Verpasst. Ist noch dran. Krass, was ist das? Immer noch dran. Da ist der Fisch. Da ist er. Nicht verlieren. Vorsichtig. Der hat ihn aber ganz lange verfolgt. Yes! Leute! Ist aber leider kein Rapsen. Ist ein Alan, glaube ich. Ja? Müsste einer sein. Er hätte auch 40 gehabt. Nein! Ist drüber. Ein 40,5. So, Leute. Leider nicht der Zielfisch. Kein Rapsen. Ja, 40er Alan. Und der darf natürlich jetzt direkt wieder schwimmen. Schade, aber so von der Aktion her war es schon sehr geil, ne? Wie er den Köder verfolgt hat. Brutal, oder? Ja. Aber schade. Egal, jetzt am Ball bleiben. Trotzdem gut fürs Selbstbewusstsein. Da sind das hier die ganze Zeit die Alaner, die im Flachwasser unterwegs sind. Aber wie gesagt, im Training gab es auch andere Fische. Von daher weitermachen. Aber ich glaube, eben so 2-3 Mal da hinten draußen, also man sieht das irgendwie, den Barsch, der schiebt so eine richtige Welle auf den Köder zu. Das war, die sind ja auch im Platz. Schade. Ja, Schwall, kommt am Köder. Starte durch. Nee. Nein! Das ist jetzt die Frage, sind das wieder hier die Burschen oder war das ein Barsch? Bugwelle am Köder. Jo, Fisch! Fisch! Was ist das? Das ist, glaube ich, kein Barsch. Ne, ist kein Barsch. Mit Rapfen und kein Alan. Nein! Es ist, glaube ich, wieder einer. Krass. Ah. Oder? Ja. Eieiei. Hände ein bisschen nass gemacht. So, ui, der könnte an die 50 gehen. So, da ist er, auf Topwater. Jo. 50. 50,5. Da wird aufgerundet. 51er Alan. So, Leute. Der Bursche darf wieder gehen. Schade. Ich habe erst gedacht, ein Barsch. Von bisher, der hat ihn richtig gut weggesplasht. Aber dann merkt man natürlich am Anfang direkt, kein Barsch. Egal. Schade. Aber trotzdem geile Aktion. Auf Topwater, mega. Richtig drauf gehämmert. So, jetzt machen wir noch bis zu dem Pfeiler. Und dann werde ich da vorne in der Ecke mal mit Jigspinner angeln. Weil da kann man vielleicht auch einen Zander fangen und auch Barsche. Wenn sie jetzt nicht auf Topwater kommen. Das ist der Plan. Ja, eine Stunde hier am Platz. Also so viel Zeit darf man eben auch nicht drauf verwenden. Aber ja. Oh Mann, aber wenigstens Fisch. Wenigstens Aktion für die Kamera. Ist ja auch eine Entertainment-Show hier. Genau so ist es.
Diese wunderschönen Aalande bringen trotz aller Action leider keine zählbaren Punkte aufs Konto. Doch auch wenn Flo noch nichts für seine Wertung getan hat, dann immerhin für den Unterhaltungswert der Sendung. Nicht nur bei Flo, insgesamt ist es punktetechnisch noch etwas ruhig in der Gruppe. Okay, next spot we go for sheltered area. We're gonna fish from now on only bridges, the dark shade areas. For me it's like, it was a test, fishing in the open, blue sky, sunny conditions, but didn't work out, and I don't want to make any times on those spots. My hopes was to catch at least one pike, but that didn't pay off, so we go for Zander and perch now, and I know a spot for pikes for the end of the day. Ja, nachdem die altbewährte Methode jetzt gerade nicht funktioniert, probiere ich mal einen Jig. Hoffe da so einen zu kriegen. Ihr wisst, wie das ist in der Competition. Wenn es dann nicht läuft, wird man nervös und nervöser und nervöser. Und dann fängt man an, komische Sachen zu machen. Zum Beispiel Jiggen. Du möchtest mit einem YPC-Angler an deiner Seite in einem Fan-Turnier fischen und mit etwas Glück ein unglaubliches Angelboot gewinnen? Hier erstmal der wahnsinnige Preis. Das Finnwal 510 Rangy SC lässt für Wettkampfangler und ambitionierte Hobbyangler keine Wünsche offen. Das über 5 Meter lange Aluminiumboot mit Konsolensteuerung, verlängertem Castingdeck, Cabrio-Verdeck sowie abschließbaren Routen und Staufächern überzeugt selbst bei Windstärke 5 noch mit herausragenden Fahreigenschaften. Der Mercury F60 Verbrennungsmotor bringt das Rangy selbst bei einer 4-Personen-Besetzung noch auf 60 km/h Spitzengeschwindigkeit und auch die Elektronik kann sich wirklich sehen lassen. Ein Minn Kota Riptide Terrover 55 BT iPilot als Bugmotor manövrieren den Angler punktgenau zum Fisch. Zum Finden dieser Fische dient ein Humminbird Helix 10 Chirp Mega SI Plus. Komplettiert wird das Gesamtpaket mit einem pulverbeschichteten Pega Finnwal V-Liner mit 6 Metern Rahmenlänge und kommt damit auf einen sagenhaften Gesamtwert von 42.700 €. Zu Jahresbeginn werden 4 Fans mit der Unterstützung von jeweils einem YPC-Angler um diesen unglaublichen Zuschauerpreis im YPC-Fanturnier fischen. Wie du an einen der 4 Plätze kommst, erfährst du in der Videobeschreibung. Wer Interesse an einer Probefahrt mit diesem Modell oder einem anderen Finnwal-Boot hat, kann sich übrigens gerne bei unserem Hauptsponsor Alpha Mobile Marine melden. So immediately I have to adjust the weight on this spot, and you might think about that when you fish yourself. Very often when it's hard, people think that they need to get lighter jig head to fish slower. Here's a very important point, it's the current. And you want to fish very, very close from the rocks. And so if you fish too light, the current is going to take your line, create a bend, and you're gonna get stuck like every time, which I did on the first 2 casts. I get stuck all the time. Yes, fish! Oh! Yes! Oh, is that a good explanation or what? Let's measure it quickly. What's the minimum size? 42, huh? Yeah. Okay.
Dieser kleine Zander erreicht gerade das Mindestmaß und beschert Fred immerhin 54,6 Punkte für sein Scoreboard. Evert hat am ersten Spot keinen Fisch gefangen und sitzt bereits im Auto. Doch die von Fred und Daniel gefangenen Fische scheinen ihn noch nicht zu beunruhigen. Okay, well, the first results in the WhatsApp group. It's even though if I haven't got a single strike, it's not really alarming for me because it's not really big fish. Of course, it's fish on the leaderboard, and I don't have 0 yet, but we still have plenty of time. The only thing that worries me out is that I don't get any bites, but the other guys, yeah, of course they catch some, but not huge amounts. So I think it's all about the weather conditions. But anyhow, congrats to the guys who already catch some fish. And now we go to my perch spot. And I really hope that this spot contains fish, otherwise I'm starting to get disappointed. Spot number 2 is coming up, and be ready for some perch action. Ja, wir machen jetzt einen größeren Spotwechsel. Hier war leider nichts zu holen. Ich denke, mittlerweile ist die Strömung auch ein bisschen zu stark geworden für die Barsche. Auf Zander könnte das ganz interessant werden, aber ich hatte sie auch unter ein bisschen weniger Strömungsbedingungen, die Fische hier gefangen. Jetzt ist es doch relativ stark am Auflaufen und ja, darum wechseln wir und hoffen, dass der nächste Platz dann endlich Fisch bringt. Ich habe schon mal in die Gruppe geguckt und ja, die anderen haben schon ein paar Fische gefangen. Wird Zeit einfach fürs Gefühl und für die Entspannung wenigstens schon mal sich entschneidert zu haben heute. Aber ich denke, das klappt jetzt relativ schnell am nächsten Platz und da geht's jetzt hin. Ah, f***. Direkt unter mir ist einer raufgegangen. Hast du das gesehen? So, ich muss ein bisschen in der Zeit aufpassen. Die Zeit rennt, ha? Ich fische sehr slowly jeder Bereich. Ich bin nicht mal angekommen, wo ich letztes Mal überhaupt gefischt habe. Nein. Shit. Das ist echt crap. Ich glaube, ich hole ihn. Wow. Alter Schwede. Oh, der Mikro. Scheiße, ich muss dir das Mikro geben. Wo kriege ich ihn jetzt raus? Köder habe ich. Gib mal deine Hand bitte. Okay, das war ein bisschen Action. So. Köder kommt back rauf. Und weiter geht's. Mit der wilden Fahrt. Wahnsinn, was man alles so tut, um keinen Köder zu verlieren. So. Weiter geht's. Ja, angekommen am neuen Platz. Das ist eine Hafenausfahrt. Ich angel jetzt hier zuerst einmal die Steinpackung ein bisschen ab mit einem Barschköder, mit einem Jigspinner und werde jetzt gleich zur Zanderrute greifen, wenn kein Barsch beißt und ein bisschen abfächern. Hoffentlich beißt ein Zander im Training. Gab es hier ein paar Kontakte. Ich habe einen Barsch rauben sehen im Training. Ja, wollen wir das Beste hoffen, dass auch jetzt was geht. New spot. Same lure, the Strike Pro Cranky X. This spot I fished in pre-fishing, 2 cast, 2 big perch. So fingers crossed that I can pull that trick again. It's dark sheltered area under the bridge, a lot of plants. So I'm gonna stand here on the edge, cast under the bridge, and let's hope for some perch action.
That's solid. Come on, come on. Don't go in the rocks. Don't go in the rocks. Yes. Yes. Woohoo. And unhooked. Oh. Good take again. Just before I get a tiny bite, and I was just saying that I don't need a extra stinger. $45. Yep. Okay, back she goes. Yup, come on. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, doch immerhin ernährt es sich. Freds Fische sind bislang nicht riesig, aber solange die anderen nichts fangen, baut er seine Führung nach und nach aus. Ich sehe in der Gruppe, wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe, wo man sieht, was die anderen fangen, dass die Fänge da auch bescheiden sind, außer Fred, der legt ganz schön vor. Ich glaube, ich bin noch kein Grund zur Panik, aber trotzdem. Es wäre cool, wenn schon der ein oder andere Fisch auf dem Measureboard liegen würde. Gerade abgerissen, muss hier neu montieren, neues Stahl montieren. Und bei der Gelegenheit habe ich gerade mal aufs Handy geschaut. Und ja, ich bin verwundert. Bisher noch nicht so viel Fisch gekommen, ehrlich gesagt. Daniel hatte ja den kleineren Hecht, Frederik die Zander, aber sonst ja, nicht so viel passiert. Beruhigt mich ein bisschen, weil wenn die Jungs jetzt mir da die Fische um die Ohren hauen würden, wäre das natürlich hier, ja, das mit dem Topwater ist natürlich so ein kleiner Gamble. Bisschen Pech gehabt, dass da jetzt kein Barsch dabei war oder kein Rapfen. Aber ja, bisher bin ich noch einigermaßen entspannt, muss ich sagen. Habe jetzt gleich noch einen geilen Barschspot auch, weil das ist mein Ziel heute. 1, 2 vernünftige Barsche fangen und vielleicht am Nachmittag die Zander. Und dann kann ich morgen mich auf Hecht fokussieren. Ja, das war gerade mein guter Spot, von dem ich euch vorhin erzählt habe. Da hat leider nichts gebissen diesmal. Also doch, wir hatten 2 Bisse oder ich hatte 2 Bisse. Aber ja, jetzt habe ich nicht so viele Alternativen. Obwohl, also ein Spot, wo wir jetzt hinfahren, da habe ich gestern auch ganz gut gefangen. Wir hatten 2 65er Zander da. Die würden jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Druck rausnehmen. Oh, Biss. Da ist er. Ah, oh, weggeschwommen. Shit. Da war einer, war auch ehrlich gesagt nicht so groß. Ich habe ihn gesehen. Er hat zugeschnappt zweimal. Ah, schade. So, habe jetzt mal den Twitch Master dran gemacht von Hybrida. Hat mein Kollege Birger zusammen mit Gregor Babiasch entwickelt. Richtig geiler Twitch-Bait. Ja, fängt Barsche, aber auch Zander richtig gut. Also das geht super. Und Birger hat, glaube ich, schon 2 10-Kilo-Hechte drauf gefangen, auch in der Testphase. Aber das sind ja auch gerade noch so Prototypen, fast, also kurz vorm Endstadium. Und ja, den wirft man aus, bringt ein bisschen auf Tiefe und dann kann man den wirklich richtig geil twitchen. Und wenn man die Zander will, wirklich Twitch, dann 1, 2 Sekunden warten, wieder ein Twitch. Und den kann man quasi auf der Stelle führen. Geht auch gut in Buhnenfeldern, werde ich heute Nachmittag bestimmt auch mal ausprobieren. Und wenn die Zander dann draufhacken, das sind so geile Bisse, dann zieht die Schnur so richtig nach vorne. Macht mega Bock. Ah, da kam der Biss. Nein. Warum hängt der denn nicht? Irgendwas Neues in der Gruppe? Nee. Fisch! Pike.
Ja, erster Fisch. Ich habe hier zwar mit dem Zander gerechnet, aber das ist ein kleiner Hecht, der wird zählen und das ist schon mal nicht so schlecht, ne? Für die Confidence, fürs Selbstvertrauen. So, der Fisch ist noch im Kescher. Abhackmatte ist nass. So, da ist er, der Kleine. So, stramm. Der Hecht ist 65, weil er über 5 ist. Über 64,5, also 65. Ja, erster Fisch des Tages, nicht das, was ich erwartet hätte, aber 65 Punkte ist gut und es ist sau heiß, deswegen renne ich schnell runter und lass ihn frei. Ist okay, Kameramann? Juli? So, mein Guter, vielen, vielen Dank. Ai. Ah. Bisschen Druck ist weg, obwohl ich hier eher, ganz ehrlich, Zander erwartet habe. Naja, zumindest ein Fisch. Nun hat auch Dustin seine ersten Punkte in der Wertung. Der 65er Hecht bringt ihm nicht nur einen ruhigeren Puls, sondern auch den zweiten Platz in der Gruppe. Wenigstens gibt es ein bisschen Action. Ich habe jetzt in 20 Minuten 4 Bisse gehabt, einen Fisch gefangen. Also geht schlechter. So Leute, gerade noch mal einen Köder abgerissen, muss ich jetzt gleich noch montieren und wir wechseln den Platz. Ja, hat sich leider nicht so ganz ausgezahlt. 2 Fische gefangen, leider nicht für die Wertung. Hier vorne eben noch mal ein bisschen auf Jigspinner gehabt, aber ja, ich habe jetzt noch einen Platz, habe eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl, weil der Barsch muss jetzt her. Das ist mein Ziel hier für das erste Gewässer und hoffentlich klappt's. Ein schneller Barsch war schon mal nicht zu Hause. Jetzt geht es weiter auf den Zander. Ich fische hier relativ knallig, trotz des relativ klaren Wassers. Ein bisschen schwerer, 18 Gramm, damit ich schön weit rauskomme. Yeah, I saw some perch hunting in the surface. I think they are too small. But anyway, I have to give it a chance. And I fish with a water strike topwater lure now. And hopefully I can trigger them with a bite. Fisch. Ah, verloren. Ah, shit. Da war der zweite dran. Lange gewartet auf den Biss. Na Mann, verdammt. Ärgerlich. Ja, schon wieder nichts. Platz Nummer 2, auch ohne Kontakt. Jetzt geht's weiter. Drückt die Daumen. Ich hoffe, dass ich mich endlich am nächsten Platz entschneidern kann. Das wird auf jeden Fall fürs Gefühl ganz gut tun und mich dann ein bisschen entspannter auffischen lassen. Hier, ab geht's. Malte verlässt seinen zweiten Spot ohne Biss. Nur wenige Minuten später kommt Flo genau dort an. Mal sehen, ob er an dieser Stelle erfolgreicher ist als sein Vorgänger. So, habe jetzt gerade den Platz gewechselt.
Leider am ersten Platz nicht mit dem Barsch geklappt oder mit dem Rapfen. 2 Alande. War ganz gut für die Show, aber hat mir jetzt nichts für die Wertung gebracht. Von daher habe ich jetzt den einen anderen Platz hier angesteuert, eine große Hafeneinfahrt und fahre jetzt eine Doppeltaktik. Und zwar habe ich eine schwere Route mit einem 17 Gramm Barschbaron montiert. Da will ich jetzt so ein bisschen hier im Hauptstrom die Kante hoch jiggen quasi und habe dann hier noch so einen Twitch-Wobbler, den Twitchmaster von Hybrida, und damit werde ich hier so ein bisschen die Uferkante abangeln. Im Training 2 Nachläufer hier drauf gehabt und dann direkt die Route gegriffen, nachgeworfen und dann auch so ein knapp 40er Barsch drauf gehabt. Vielleicht kann ich sie heute wiederholen, jetzt den ersten Wurf machen und ja, hoffentlich wird jetzt geliefert. So, ein bisschen enttäuschend leider. Ich habe der eine verloren ganz am Ende hier am Polder. 2 Hechte wäre auf jeden Fall deutlich besser. Hätte ich ein deutlich besseres Gefühl. Aber kann man nichts ändern. Ich muss jetzt weiter. Zeit läuft. 2 Stunden haben wir schon verballert und leider brauche ich fast eine Stunde jetzt Fahrzeit. Das heißt, jetzt geht's Richtung Zandestelle. So, los geht's. Yeah, it's I never blame the fish. I always blame myself. But in circumstances like this, with temperatures like 26 in the shade and over 30 in the sun, it's pretty tough to find active fish. The fish is here, we see them hunt, but it's not like on the feeding mode. And normally I go to the beach and during the daytime fish early mornings just when the sun goes up, maybe even in the dark, and in the evenings at least 1 hour in the dark, but never in the full sun. And like I said, it's no excuse because I have to work harder to find active fish, and we keep on hammering on the bridges, and I'm still confident that we're gonna catch some fish today, even if it will be tough. But hey, that's also fishing. It is what it is. Stay focused, maximum control, confidence, and the fish will come. Attention, j'ai une information très importante pour tous les spectateurs francophones. Nous avons ouvert la chaîne YouTube LMAB FR samedi. Pour la première vidéo, nous sommes allés pêcher un jour d'entraînement à la YPC avec Frédéric Julien. C'est Samy qui l'a accompagné. Allez regarder la vidéo et vous abonner sur la chaîne LMAB FR. Vous pouvez trouver le lien dans la description. So we're gonna fish heavy drop shot. I put a swivel on the top so I limit the twist. I use 2 like this. So sometimes this help me to untangle. And also I need this really extra heavy weight to hold my line in the stream. One cool thing when I use this Revo MGX, this reel, is this small piece there with a hole. You can slide the line and then it will hold your drop shot steady. This is a super cool thing. Very often people don't know why this has been made. It's to hold your drop shot. 11, hä?
11 Uhr. Und immer noch nichts in der Gruppe passiert, also nicht viel passiert. Ja, geiler Biss. Großer Zander. Großer Zander, richtig großer Zander. Ja, richtig groß nicht, aber schöner Zander. Und yes! Im Kescher, Jungs. Puh. Geil. Boah, der ist reingeknallt wie ein großer, ey. Yes. Okay, ich komme mal rüber, ne? Ganz schnell wieder beeilen. Ja, das ist für den Kameramann gerade nicht einfach gewesen zu filmen, weil da so ein krasser Schilfgürtel vor war. Was ist das? 52 cm Mark Petowski. Ja, einen Barsch in der Größe hätte ich gern. Aber ein 52er Zander, auch geil, freut mich. Zu Recht. Bei dieser zähen Sommerangelei ist das natürlich ein super Wertungsfisch. Der 52er Zander zählt ordentliche 67,6 Punkte und Dustin hakt damit außerdem schon seine zweite Fischart ab. Ja, ein sehr geiler Biss. Hab den Köder hier an so einer Spundwand lang gefischt und in der Pause ist der so reingeknallt. Ich dachte, es ist ein größerer, weil der Biss so hart war. 52, jetzt bei den Ergebnissen, die wir jetzt bisher haben, bin ich trotzdem sehr happy. Oh Mann! Vielleicht wechsle ich gleich nochmal zu einem Spin-Jig. Ja, es ist Halbzeit, beziehungsweise in 4 Minuten ist Halbzeit. Ich habe hier gerade noch mal reingeguckt. Es kam jetzt noch ein ganzer Fisch in der letzten Zeit, nachdem ich das letzte Mal geguckt habe, dazu. Das ist ein 52er Zander von Dustin. Ja, es läuft bei allen schwierig, aber zumindest fangen sie Fische. Ja, auch nicht alle, aber eine Handvoll. Und ich würde mich super freuen, jetzt einfach meinen ersten Fisch zu fangen. Einfach fürs Gefühl, einfach um irgendwas in der Karte zu haben und nicht morgen vielleicht den ganzen Tag irgendwie hinterher zu rennen mit einer leeren Karte und komplett aufzuholen oder aufholen zu müssen. Ich hoffe das Beste, kurze Stärkung, dann geht es am nächsten Platz und vielleicht läuft es da ein bisschen besser. Bisher haben neben Malte auch Florian und Evert noch keinen Fisch in die Wertung bringen können. Die einzigen Fänger des Tages sind bislang Fred, Dustin und Daniel, der nach dem Polderfischen und einer längeren Autofahrt nun an seiner zweiten Stelle angelangt ist. So, ich angel jetzt hier Junkbait, Sabina Sunrise. Wechsle immer wieder zu Junkbait. Hat natürlich eine ganz hohe Aktion, hohe Frequenz, macht sehr viel Aktion. Manchmal stellen die Zander genau darauf. Aber ich wollte hier natürlich ein bisschen durchtesten. Immer ein paar Würfe und dann ein bisschen was anderes probieren. Da kam der Barsch. Da kam er. Ah! Kein großer, aber so ein 35er, 38er Barsch kam hinterher. Krass. Okay. Leicht sind wir nicht so schlecht hier. Nochmal nachwerfen. Beim Hochkurbeln an der Kante. Relativ langsam hochgekurbelt. Da war er am Rückspinner kurz. Come on. So that's been a while now since I don't have any bite. I've been trying drop shotting, slowing down a little bit my presentation and with a more finesse shad. But doesn't seem to work. I only get one tiny bite. So now I'm going to take the opportunity that here I have more shallow place with a lot of backstream going around. So I'm going to use crankbait, maybe a little bit of top water next to the shore to see if there's an asp that is chasing and if we can make him rise. So now hard bait time. Ja, wir sind jetzt am neuen Platz angekommen. Ich befische jetzt hier ein Buhnfeld oder mehrere Buhnfelder.
tatsächlich auf so ziemlich alle Fischarten. Also hier kann alles passieren. Hier können Hechte beißen, können große Barsche beißen. Hoffentlich groß, wenn einer beißt. Und ja, Zander natürlich auch. Ich fange jetzt erstmal mit einem Spinnerbait an, dem Gennecker von Ganki. Und suche jetzt erstmal die flacheren Bereiche in den Buhnen ab, die ein bisschen Kraut haben. Dranbleiben. Also Pike, huh? Pike. Ja, nicht der Zielfisch, aber ein Fisch. Oh. Und deswegen ist es so wichtig, ein Stück Titan vorzulegen, genau falls sowas passieren sollte. Das war natürlich nicht der Zielfisch jetzt gerade. Ich bin trotzdem extrem happy, dass ich überhaupt einen Fisch jetzt bekommen habe. So, gefangen, Sunrise Sabina Drunkbait, zweiter Hecht. Und der ist tatsächlich ein bisschen größer als der erste, glaube ich. So, 79,5, also 80 cm. Richtig geil. Eine Verbesserung an der ersten. Hier kann man genau gut sehen. Da, genau 79,5. Weg ist er. Yes, Fisch Nummer 2. Wie gesagt, nicht der Hauptzander, aber immer eine zweite Fisch. Richtig nice. Ah, jetzt riecht es ein bisschen wie Fisch alles. Das freut mich auch. Richtig nice. Ich überprüfe ganz kurz mal mein Vorfach, aber sollte eigentlich alles okay sein, weil ich habe hier so eine Titan-Vorfach. 80er Hecht, der hat man gebraucht erstmal. Komm jetzt, ich brauche unbedingt einen Zander. Top-Einstand am neuen Spot. Mit 80 Punkten zieht Daniel an Dustin vorbei, der diesen Fang sofort registriert. Ja, nächster Spot. Es ist brutal warm, 30 Grad. Daniel hat gerade einen 80er Hecht gefangen, damit hat er gut einen vorgelegt. Aber insgesamt kommen echt wenig Fische in die Gruppe. Hoffentlich können wir das jetzt ändern am nächsten Spot. So, das war's hier am Platz. Hab jetzt hier, ja, 3/4 Stunde geangelt. Ja, einen Nachläufer gehabt. Kein schlechter Barsch, hätte ich gern gefangen. Aber so ist das. Ja, habe auch gerade meinen Wurf aufs Handy, einen Blick aufs Handy geworfen. Und ja, Daniel hat einen 80er Hecht gefangen. Das ist gut, das ist richtig gut. Also wenn er den in dem Gewässer gefangen hat, an dem ich ihn getroffen habe, dann ist das richtig gut. Ja, haben jetzt, glaube ich, 3 Angler jeweils 2 Fische. 3 Angler ohne Wertungsfisch. Da zähle ich mich dazu, aber was soll's. Ich mache jetzt noch an dem Gewässer hier einen Platzwechsel, ganz kurzer Stopp, Viertelstunde oder so. Und dann wechseln wir zu einem anderen Fluss, trübes Wasser, Zander. Im Training auch 2 Barsche da gehabt, also die Chance besteht. Aber hier hatte ich jetzt wirklich, ja, mit dem Barsch gerechnet. Aber so ist das. Weitermachen. Während Flo seinem erhofften Barsch noch etwas nachtrauert, hat ein Konkurrent von ihm etwas mehr Glück. Too small. But let's measure it.
23.5. So that means 24, right? Oh. Dieser Fisch bringt tatsächlich Punkte. Zwar ist der 24er Barsch nun wirklich nicht als Kapital zu bezeichnen, er bedeutet aber dennoch die ersten 48 Punkte für Evert. Und wer letzte Woche die Gruppe B gesehen hat, der weiß, dass es einem das Genick brechen kann, nicht mindestens einen kleinen Fisch jeder Art in der Wertung zu haben. Mit diesem Fisch machen wir Schluss in Episode 1 der Gruppe C. Frédéric Julien liegt mit 3 Zandern auf Platz 1, gefolgt von Daniel Andriani mit 2 Hechten. Dustin Schöne hat mit Hecht und Zander als einziger schon 2 Fischarten gefangen und ist Dritter. Everts kleiner Barsch bringt ihn auf Platz 4. Für Malte gab es noch keine Fische und für Flo lediglich 2 schöne Topwater-Aalande, die seinen Punktestand leider nicht veränderten. Wie die zweite Tageshälfte verläuft und wer als Tagessieger ins Bett gehen darf, seht ihr am kommenden Sonntag. Wir freuen uns wie immer sehr über Likes, Kommentare und neue Abonnenten. Ciao!